Um hohe Töne zu erreichen, drückst du die Trompete stark gegen die Lippen oder du spielst brutal laut, damit du diese Töne spielen kannst. In diesem Video zeige ich dir einen Weg, in dem du trainieren kannst, diese Töne auch auf andere Art und Weise spielen zu können. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video rund ums Trompete spielen. Mein Name ist Nico von Nikolai Kamp Trompetentraining. Ich denke, ihr kennt es alle, Trompeter, die brutal laut spielen, um zum Beispiel zum C3 zu kommen. Oder bei denen der Ton nach oben hin immer dünner wird, beziehungsweise irgendwann gar kein Ton mehr kommt. Also das feste Randrücken des Mundstücks der Trompete gegen die Lippen, damit ja noch ein Ton höher aus dem Instrument kommen kann. Wenn man sich das Ganze mal überlegt, beziehungsweise die Höhe, die Technik, das was im Körper passiert, auseinanderbaut, gibt es natürlich erstmal im Mundbereich 3 Faktoren, die zusammenspielen. Und zwar ist es zum einen die Lippenspannung, zum zweiten die Zungenposition und drittens natürlich auch die Luft, die durch unser Mundbereich ins Instrument strömt. Ich habe auch Kollegen, bei denen war es früher so gewesen, dass sie sehr, sehr laut gespielt haben. Das heißt, die haben das Instrument mit viel Luftgeschwindigkeit und Luftmasse überblasen, damit man zum Beispiel vom G2 zum C3 kommt. Andere haben dann das Instrument stark gegen die Lippen gedrückt. Der Ton wurde dann oben sehr, sehr dünn. Eventuell kam er auch nicht. Also man hatte auch keine Garantie. Und zum dritten, es kam überhaupt nichts mehr, weil eben 3 Faktoren komplett übertrieben worden sind. Das heißt, man hat versucht, das Instrument gegen die Lippen zu drücken, brutal viel Luft nach außen zu pressen und die Zunge war bei dem einen oder anderen nicht beteiligt oder eben überbeteiligt und dann kam der Ton auf jeden Fall auch nicht mehr. Und das sind auch die 3 Punkte, mit denen wir uns heute beschäftigen, also Stütze, Einatemprozess und so weiter, die lassen wir heute erstmal außen vor. Da gab es auch schon andere Videos in der Vergangenheit. Muskulaturtraining, also die Lippenspannung zu erhöhen und so weiter, auch da gab es schon Videos mit Hilfsgeräten etc. pp. Heute beschäftigen wir uns nur mit der Tatsache Luft, Lippenspannung, Zungenposition. Ich zeige euch die einzelnen Punkte, damit ihr ganz genau wisst, was ich meine. Also die Trompeter, die nach oben brutal laut werden, damit zum Beispiel das C3 kommt. Ich mache es euch einmal vor. Und so weiter. Ich denke, das kennt ihr. Also man versucht anhand von Luftgeschwindigkeit, von Luftmenge, dann diese Töne eben zu erreichen. Es wird schrill, es wird laut, der Klang geht auch verloren. Also das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, man presst das Mundstück, die Trompete gegen die Lippen, dann passiert Folgendes. Also, der Ton wird dünn und man hat auch keine Kontrolle, dass dieses Intervall, die Quarte oder auch ein anderes Intervall nicht mehr vernünftig kommen und es ist eher so ein Faktor der Unsicherheit. Natürlich, diese Luftmenge, die der ein oder andere auch reinpresst in die Trompete, das ist natürlich auch ein Faktor der Unsicherheit, weil man versucht natürlich diesem Gefühl, dadurch, dass man nicht weiß, was man zu machen hat, benutzt man eben eine unglaubliche Luftmenge, unglaubliche Luftgeschwindigkeit, unglaubliche Kraft, indem ich das Mundstück, die Trompete eben gegen die Lippen drücke. Der dritte Faktor, die Zunge, die muss natürlich auch dabei sein, damit ich die Töne, zum Beispiel bei einer Bindung vom C2, E2, G2, dass ich die Töne nach oben heben kann. Und die noch Kern haben, Intonation haben und auch natürlich auch Klang haben. Also letztendlich müssen wir uns trainieren, dass wir 3 Faktoren übereinander bekommen. Zum einen die Luftgeschwindigkeit, Luftmenge, zum anderen die Entspanntheit der Lippen, denn von der Grundidee ist es immer so, dass ich die Lippen nur so stark anspanne, damit eben die Luft ins Instrument bzw. Mundstück geht und zum anderen unterstützt uns noch die Zunge, dadurch, dass die Lufthöhle eben durch die Zungenbewegung etwas eingeengt wird, also mit einer Aufwärtsbewegung, das sind die Kardinalvokale, auch bei Malte Burber wird es ganz klar im Detail beschrieben, welche Lage, welche Vokale eben zu benutzen sind, auch die geschmeidige Verbindung von diesen beiden, also vom Prinzip her unten A, in der Mittellage E und oben geht die Zunge nach oben zum I-Vokal. Und da kann man sich schon mal dran erinnern, wenn man das schon mal gehört hat, wenn ich dann zum Beispiel vom G2 zum C3 nach oben spielen möchte, dass ich eben dann diese Faktoren übereinander bekomme. Das heißt Luftgeschwindigkeit, die Zungenposition geht nach oben in eine I-Position und dementsprechend spannen sich die Lippen auch etwas nach, aber nicht der Hauptpunkt, damit oben dann dieser Ton eben funktionieren kann. Das heißt dann, und dann habe ich auch einen Klang und ich kann auch die Intonation kontrollieren und es fühlt sich für mich auch nicht anstrengend an. Also dieses typische, ich bekomme jetzt einen roten Kopf oder es wird brutal laut, fällt einfach weg.
Natürlich, wenn ich den Ton jetzt über 30 Sekunden aushalten müsste, übertrieben natürlich, dann wird eventuell der Kopf natürlich rot werden, weil dadurch, dass die Luft knapp wird, nimmt natürlich dann die Kraft der Lippen zu. Also irgendwo muss immer ein Gleichgewicht sein. Wenn der eine Punkt abnimmt, nimmt der andere zu. Also letztendlich sind wir immer bei 100%. Und wenn ich die Luft eben von 50 zum Beispiel auf 10% runterschraube, geht eben dieser eine Faktor dann nach oben. Und dementsprechend wird es natürlich anstrengend. Aber wenn es zum Beispiel um einen Schlusston geht, den ich nach oben ziehe, dann kann ich das auf diese Art und Weise natürlich erstmal wissen und zweitens mal natürlich auch beim täglichen Üben mit einfließen lassen. So, meine Tipps für dich, wie du es trainieren kannst, ist erstmal genau diese Faktoren dir bewusst zu machen, was denn genau passiert, dass du zum nächst höheren Ton kommst. Wir gehen von der bequemen Lage aus, vom C2 und möchten jetzt zum E2 nach oben. Wir nehmen zuerst diese Luftmenge, das heißt, ich bin beim C, lasse die Lippen locker, natürlich so, dass noch Luft ins Instrument geht und erhöhe jetzt die Luftmenge und die Luftgeschwindigkeit. Und du wirst sehen, die Trompete geht automatisch in die nächste Lage, also zum E2 nach oben. Ich mache es dir einmal vor. Also anhand von der Luftmenge kann ich natürlich die Trompete dazu bringen, dass es in die nächste Lage reingeht. Das Problem ist natürlich, man hat eine unglaubliche Lautstärke und der Ton klingt brutal. Also alles, was an Klangvolumen da sein sollte, an Eleganz, an Brillanz, geht komplett verloren. Wenn ich jetzt die Zunge dazu nehme und eben mit dieser erhöhten Luftmenge und die Zungenposition komme ich viel schneller, viel direkter und kontrollierter zum E2 und der Ton klingt auch besser. Los geht's! Was jetzt endlich noch da bleibt, ist dieser Bruch. Das heißt, ich habe die Töne C2 und E2. Komme jetzt mit der Zungenposition, die ich nach oben gehe, auf den Punkt, genau zum E2, also zum richtigen Zeitpunkt. Das Problem ist jetzt, was ich noch habe, man hört ganz deutlich Pa, Ka, also dieses Krachen bzw. dieses Umschaltgeräusch im Ton. Damit ich das jetzt noch wegbekomme, nehme ich dann dementsprechend noch etwas mehr Lippenspannung dazu und dann komme ich auch geschmeidig vom C2 zum E2. Los geht's! Und dann bin ich auch oben beim C3 und kann dann dementsprechend auch gebunden spielen. Mit dem Zungenanstoß bleibt es letztendlich dann die gleiche Technik. Also wenn ich zum Beispiel vom G2 zum C3 nach oben spiele, habe ich den Ton Ta und dann oben Ti, damit ich eben diese Quarte wieder habe. Aber immer daran denken, dass dieses Gleichgewicht der Kräfte stimmt. Das Problem ist, wie schon oft in diesem Video gesagt, wir haben sofort eine Verlagerung von Klang, von Kontrolle, von Intonation. Und genau das möchten wir natürlich nicht haben, wenn wir diese Sachen trainieren, weil wir üben ja, um es besser zu machen. Und auf diese Art und Weise kannst du es trainieren. Also auch beim Anstoß dann dementsprechend diese Faktoren dazu nehmen, dass die Luft zunimmt, dass die Zungenposition korrekt ist und dass die Lippen sich natürlich anhand des Luftdrucks und der höheren Frequenz etwas nachspannen müssen. Aber immer ganz wichtig, nicht die Lippen überspannen, dass man die Töne dann herauszwingt, sondern immer darauf aufpassen, dass du die Luft und die Kraft der Lippen und die Position der Zunge als Einheit siehst. Nicht separieren, beim Üben ja, damit man Kontrolle und ein Gefühl dafür bekommt, aber im Endeffekt muss es dann auf der Bühne natürlich so funktionieren, dass du sagst, jawohl, jetzt habe ich diese Faktoren trainiert, übereinander gebracht und kannst dann dementsprechend in einer Stresssituation, wie zum Beispiel bei einem Auftritt, auch wieder abrufen und zum Besten geben. Natürlich ist auch noch wichtig das Thema Hals, also dass man nicht zudrückt, beziehungsweise natürlich auch der Stützimpuls, das heißt unser Zwerchfell, unser Kraftwerk im Bauch, das ist natürlich auch entscheidend beim Höherspielen, also dass man nicht den Hals nach oben zudrückt, um eben die Töne zu erreichen, beziehungsweise dass man eben tief hineingeht in diese Stütze und dass man ganz genau weiß, wenn Luft notwendig ist und man dementsprechend Luft pusten muss, dass es nicht über
einen engen Hals passiert, sondern ganz im Gegenteil. Der muss offen bleiben, weich bleiben und die Kraft kommt eben vom Zwerchfell und das schiebt eben die Luft heraus. Einer der stärksten Muskeln, wenn nicht sogar der stärkste Muskel in unserem Körper, und dass der schiebt, darauf können wir uns verlassen. Aber auch diesen sollten wir trainieren, aber dazu mehr zu einem späteren Zeitpunkt. Also trainier mal, separier mal diese Punkte und bring sie danach wieder übereinander, damit du eben in der Höhe mehr Souveränität, mehr Sicherheit und mehr Kontrolle bekommst. Lass am Ende von diesem Video noch ein Like und ein Abo da, das freut mich immer ganz besonders. Schreib doch in die Kommentare, wie es bei dir funktioniert hat, und dann sehen wir uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompete spielen. Bis dahin, ciao! Euer Nico.